Hallo YouTuber, Autoschrauber, willkommen auf meinem Kanal. Ich habe ein Video gemacht über die Öladditive und da hat sich eine lebhafte Diskussion entsponnen, ob das jetzt ein Lagerschaden oder ein Ventiltriebschaden ist. Nachdem ich zwischenzeitlich das Auto, um das es ging, dann doch den Motor auseinandernehmen musste, den Zylinderkopf runternehmen musste, kann ich heute Klarheit schaffen. Der erste Test sollte meines Erachtens eine Fahrt mit niedriger Drehzahl und hoher Last sein. Also hoher Gang am Berg und Gas geben. Wenn sich das Geräusch dann nicht verstärkt, ist der Kurbeltrieb gesund. Den nächsten Hinweis gibt die Drehzahl, Frequenz. Die Kurbelwelle dreht sich, auch das wurde viel diskutiert in meinem Video über Öladditive, aber die Kurbelwelle dreht sich doppelt so schnell wie die Nockenwelle. Das heißt, man braucht gewisse Übung dafür, aber selbst das ungeübte Ohr hört, wenn dieses Geräusch langsamer erscheint wie die eigentliche Motordrehzahl, dann ist es mit der Nockenwellendrehzahl, der halben Drehzahl der Kurbelwelle zu assoziieren. Ich habe das jetzt hier mal aufgezeigt, den Arbeitstag bzw. die 4 Takte des Ottomotors in einer kleinen Animation. Oben dreht sich die Kurbelwelle. Und da wir einen 4-Takt-Motor haben, brauchen wir 2 Umdrehungen für einen gesamten Arbeitszyklus. Also ich hoffe, ich konnte jetzt auch hier mal bisschen Klarheit in die Welt bringen. Ja, man hat es nicht immer so zu Ende gedacht, deswegen habe ich mal diese Animation gemacht. Ich hoffe, sie hilft dem einen oder anderen. So, hier nochmal am Original. Ihr seht, das Kurbelwellenzahnrad ist halb so groß wie das Nockenwellenantriebsrad, also Kurbelwelle doppelte Drehzahl. Als nächstes hören wir den Ventiltrieb ab. Der sitzt unterm Ventildeckel, klare Sache. Ein geschultes Ohr schafft es ohne alle Hilfsmittel. Ich nehme jetzt mal ein Mikrofon, um euch das auch zu verdeutlichen. Ja. Gern gemacht wird es auch, so mache ich es eigentlich am liebsten, einen Schlauch ins Ohr. Nehmt einen sauberen, ja, einen Kraftstoffschlauch, 6 mm lichte Weite oder sowas und setzt das andere Ende auf die einzelnen Ventile auf. Ne? Zwischen 2 Zylinderkopfschrauben sind immer 2. Man muss ein bisschen wissen, wie es in dem speziellen Motor dann aussieht. Ja. Manche machen es auch gerne mit einem Schraubenzieher, den sie aufsetzen, ins Ohr dran legen und die Profis mit einem Stethoskop. Ja. Und dann merkt man schon wirklich, das Geräusch kommt aus dem Ventiltrieb und sehr schnell sind dann die Hydrostößel die Bösen. Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, den Ventiltrieb von dem Astra hier ganz primitiv in 3D zu animieren. Der Kolben des Hydrostößels ist rot, der Schlepphebel grün. So, hier hat sich der Hydrostößel jetzt aufgepumpt, das Ventil spielt zu fast 0 angeglichen. Er gibt nicht mehr nach im Vergleich zu der vorherigen Animation. Beim Astra sitzen die Hydrostößel in diesen großen Löchern, Bohrungen, und wie ihr vielleicht seht, werden über Ölzuführungen an der Seite diese mit Öl versorgt, mit Spritzöl. In den Hydrostößeln sitzt eine kleine Feder und solange Ventilspiel vorhanden ist, federt diese nach, und wenn dann die Nocke wieder entlastet, also jetzt, dann entspannt sich der Hydrostößel auch wieder und saugt Öl in seine Kammer. So, hier zeige ich den Hydrostößel nochmal schematisch von innen.
Bei anderen Ausführungen ist er in den Tassenstößel integriert. Und wenn wir jetzt den Motor öffnen, den Ventildeckel abnehmen, dann sehen wir auch tatsächlich, dass der Schlepphebel vom dritten Zylinder Auslassventil eingelaufen ist. Die anderen auch ein bisschen, aber der am ärgsten. Auslassventil macht Sinn, das drückt gegen den Verbrennungsdruck, also den Verbrennungsrestdruck an. Und in den Fahrschulen heute wird ja das niedertourige Fahren zum Spritsparen gepriesen. Allerdings kann die Ursache auch eine schlechte Ölqualität sein. So, ich habe das Ganze jetzt nochmal detaillierter hier dargestellt. Ich habe mit diesen 3 roten Linien die Sollkontur nochmal visualisiert. Zusammenhängend bleibt zu sagen, in diesem Fall war ursächlich, also tatsächlich kein Lagerschaden, sondern ein ausgelaufener Schlepphebel. Ihr seht hier auch nochmal in der Animation, die Kerbe stellt den Verschleiß dar, wie unharmonisch die Ventilbewegung hier wird und damit zu diesen Geräuschen führt. So gesehen bleibt als Resümee, dass mit so einem Schaden eines Schlepphebels natürlich ein Additiv für Hydrostößel nichts ausrichten kann, denn dieses Additiv tut in erster Linie die Dichtungen an den kleinen Kolbenventilen der Hydrostößel wieder aufquellen lassen, wie auch immer, und soll die Ölkanäle reinigen. Allerdings hat es die Verwendung guter Öle möglich gemacht, sich bis zu der anstehenden Zylinderkopfdichtungsreparatur noch hinüber zu retten. Und damit habe ich das mal auch geklärt, in welchen Fällen solche Hydrostößeladditive helfen und wann nicht. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen, konnte euch ein bisschen unterstützen bei eurer Bastelarbeit. Gern Anregungen, Kommentare, versucht es nett rüberzubringen. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder sogar ein Abo freuen. Viel Erfolg bei eurem Schrauberprojekt.